Hallo meine Freunde, hola Madridistas, ich sehe gar nichts. Ja, meine Freunde, heute ist Spieltag. Heute spielt Real Madrid um 21 Uhr gegen Deportivo La Coruña und zum ersten Mal geht es um etwas, nämlich um diesen riesigen Pokal. Alles, was du zu diesem Spiel wissen musst, erfährst du natürlich hier. Dann haben wir aber weitere spannende Themen. Wir unterhalten uns über Yan Diomandé, schauen uns seine ersten Worte an als Spieler von Real Madrid. Wir schauen uns die neuen Trikots an von Real Madrid, die heute vorgestellt werden. Und das Hauptthema des heutigen Videos, die häufigste Frage in den letzten Monaten, ist José Mourinho der richtige Trainer für Real Madrid? Viele Madridistas hatten ihre Zweifel, ich selber auch. Aber gestern kam in Spanien eine Netflix-Serie über unseren Trainer raus. Und da hat er eine Anekdote erzählt über das alte Real Madrid. Ja, und die ist sehr aussagekräftig. Also, ich sage jetzt schon mal so viel. Viel Spaß beim Video. Ja, ich würde vorschlagen, fangen wir mit dem aktuellsten Thema des heutigen Tages an. Adidas und Real Madrid haben heute offiziell das dritte Trikot dieser Saison vorgestellt und ich präsentiere es euch. Es ist rosa mit weißen Streifen und in der Mitte ist irgendwie so eine Raute etc. Real Madrid bietet auf ihrer Website bereits diese Trikots an. Ich zeige euch mal die Preise und die verschiedenen Varianten. Es gibt wie immer so eine Authentic-Variante, die kostet dann 150 €, das normale dann 100 €. Heutzutage für ein Fußballtrikot 100 € ist ja schon fast günstig. Naja, wenn du die Authentic-Variante möchtest, zahlst du 150, langärmlich noch ein bisschen mehr. Über Geschmäcker fange ich gar nicht erst an. Mich erinnert es an dieses alte, ich glaube aus La Décima oder das Jahr danach, da hatten wir auch mal ein rosa Auswärtstrikot. Mir persönlich gefällt das hier von den Farben ein bisschen besser als das von damals. Ich weiß noch nicht, ich werde mir alle 3 Trikots holen wie immer. Mal schauen, wie ich in rosa aussehe und bin gespannt dann auf die Kommentare. Naja, wie dem auch sei, das ist das neue Auswärtstrikot und sehr wahrscheinlich könnte Real Madrid es heute Abend zum ersten Mal anziehen. Dann können wir uns mal eine Meinung bilden, wie es am Mann aussieht. So Fotos sind ja meistens ins gute Licht gesetzt etc. Aber ich finde am Körper, wenn die Jungs damit spielen, dann kann man am besten erkennen, ja, wie es am Mann aussieht. Ja, heute um 21 Uhr werden unsere Fragen dann beantwortet, denn Real Madrid spielt den Teresa Herrera Cup. Das ist dieser Riesenpokal, den veranstaltet Deportivo La Coruña jedes Jahr. Heute eingeladen Real Madrid. Und ich zeige euch auch mal den Kader, den José Mourinho berufen hat. Und einige sind da ein bisschen enttäuscht, weil die Neuen sind nicht dabei. So ganz stimmt es nicht. Bernardo Silva ist ja unter anderem dabei. Der Portugiese wird sein zweites Spiel machen. Carlos Espi wird sogar sein drittes Spiel machen. Ich persönlich freue mich riesig auf Arda Güler. Der ist in so einer Top-Verfassung. Der kämpft so sehr um seinen Platz, dass ich heute wieder ein Wahnsinnsspiel des jungen Türken mir erhoffe. Also darauf freue ich mich. Allerdings direkt der Hinweis an euch. Heute wird es kein Live-Watch-Along geben. Vielleicht von der zweiten Halbzeit, aber weiß ich nicht. Denn heute ist diese Sonneneklipse oder Sonnenfinsternis, wie auch immer. Und da haben wir uns die Brillen besorgt. Leute, guckt da nicht einfach hin mit Brille. Ich habe gehört, dass das schon sehr schlecht für die Augen sein kann. Also Augen zukneifen reicht nicht. Holt euch so eine Brille. Ja, wie dem auch sei. Die ist heute so um 20 vor 9 hier in Malaga. Meine Frau hat sich da einen Spot ausgesucht, wo wir mit Freunden hingehen. Wir schauen es uns an und danach nach Hause und dann schaue ich das Spiel. Ja, also wie gesagt, seid mir da nicht böse. Heute gibt es kein Watch-Along. Trotz alledem werde ich dieses Spiel in voller Länge schauen. Ich kann das bei mir immer machen, von Anfang an starten und dann schaue ich mir das Spiel ganz in Ruhe an. Ja, und eine Zusammenfassung wird es heute trotzdem nach dem Spiel geben. Könnt ihr dann auf TikTok, Instagram oder hier auf YouTube Shorts dann sehen. Wobei YouTube macht manchmal Probleme wegen Urheberrecht. Naja, aber das ist ein anderes Problem. Folgt mir bitte auch auf TikTok und Instagram, dann seht ihr alle Videos. Jeden Tag mache ich da 2. Ja, aber weg jetzt damit.
Einige Madridistas sind enttäuscht, die hatten heute insbesondere Bock auf einen Yan Diomandé, wobei ich Real Madrid schon verstehen kann. Cucurella, Konaté, Mbappé, Diomandé etc. sind vorgestern erst ins Training eingestiegen. Real Madrid wird da kein Risiko eingehen. Heute könnte es auch ein Freundschaftsspiel sein, wo es schon ein bisschen härter zur Sache geht. Da geht es immerhin um einen Pokal, den Deportivo La Coruña mit Sicherheit zu Hause behalten möchte. Dass Madrid da kein Risiko eingeht, finde ich selbstverständlich. Unsere Jungs, die nicht mitgeflogen sind, hatten gestern auch ihr individuelles Training. Ich lasse das mal parallel laufen. Das sind nur die, die nicht nominiert sind. Die anderen befinden sich jetzt schon auf dem Weg nach La Coruña, um heute Abend zu spielen. Ja, ein Spieler, der nicht mitreist, aber ein Spieler, der sehr interessant für den Madridismo sein dürfte, ist natürlich Yan Diomandé. Und wie bei den anderen neuen Spielern hat Real Madrid TV auch für den Flügelstürmer ein Video erstellt. Und hören wir uns doch zusammen die ersten Worte von Yan Diomandé an. Stolz und glücklich, denn das war mein Traum. Als junger Spieler träumt man davon, man möchte für den größten Verein der Welt spielen. Und ich bin zum ersten Mal hier und heute bin ich glücklich und stolz. Und ja, ich mache meine Familie stolz und alle anderen auch. Das hier ist der größte Verein der Welt und jeder möchte hier spielen. Und heute bin ich dankbar, hier zu sein. Und ich möchte mein Glück mit allen teilen und ich möchte am Erfolg des Vereins teilhaben. Ich möchte dem Trainer danken, denn ich glaube, wir hatten vorher ein Gespräch und ich bin wegen ihm hier, natürlich auch wegen des Vereins. Ich bin glücklich. Danke für diesen Transfer und danke an den Verein, an den Trainer, der an mich glaubt. Und es ist immer gut, einen großen Spieler in der Umkleidekabine zu haben. Man lernt von ihnen und wie ich schon sagte, ich habe sie im Fernsehen gesehen und heute teilen wir uns dieselbe Umkleidekabine. Es ist unglaublich. Ja, es ist anders. Es ist anders. Hier ist es härter. Das ist normal, denn es ist der größte Verein. Also müssen wir härter arbeiten als andere Vereine, um der beste Verein der Welt zu sein. Und genau das versuche ich zu tun. Es ist ein bisschen so, als wäre ich etwas schüchtern beim Sprechen. Und ich möchte an den Geheimnissen des Teams teilhaben und dem Team helfen, gemeinsam viel Erfolg zu haben. Warum? Ganz einfach, weil es der beste Verein der Welt ist. Wenn Madrid dich also ruft, wirst du nicht Nein sagen. So einfach ist das. Was erwarte ich? Viel Erfolg mit dem Verein zu haben und meinem Team zu helfen, alles zu gewinnen. Ich bin sehr glücklich, hier zu sein und ich hoffe, viel Erfolg mit dem Verein zu haben. Hala Madrid. Ja, und war das ein kleiner Seitenhieb in Richtung Rodri oder bilde ich mir das nur ein? Wenn Real Madrid anfragt, dann gehst du hin. Das ist eine einmalige Chance. Und ich finde, ja, man hört ihn an, insbesondere ihm noch viel mehr als allen anderen bisher, wie stolz er darauf ist, dass er den Schritt geschafft hat, zu Real Madrid zu kommen, zur größten Fußballmannschaft der Welt. Ja, und man merkt ihm auch an, was für ein Hunger nach Erfolg der hat. Zumindest höre ich das aus diesen Worten raus. Er ist glücklich, er ist happy. Ja, und für uns als Madridistas, was soll ich sagen? Ich drücke diesem Jungen die Daumen. Ein Traum geht für ihn in Erfüllung. Ich bin mir sicher, ja, wie ich es in den letzten Tagen und Wochen schon oftmals in meinen Videos gesagt habe, dieser Hunger, den er hat nach Erfolg, sich zu beweisen, der Beste der Welt zu werden, ich glaube, das wird uns Madridistas noch viel Freude machen. Oftmals, vor allem in den letzten 2 Jahren, hatten wir ja bei vielen Spielern den Eindruck, dass es für sie nichts mehr Besonderes ist, für Real Madrid zu spielen. Und ich glaube, bei Yan Diomandé hört man Silbe für Silbe, dass er ganz genau weiß, wie besonders es ist, für Real Madrid spielen zu dürfen. Und ganz ehrlich, ja, das ist das, was ich mir wünsche. Ja, und was ich mir noch viel mehr wünsche, ist, dass dieses Real Madrid endlich funktioniert. Wir alle wissen, ein José Mourinho steht vor einer sehr schwierigen Aufgabe. Wir haben mitbekommen, was in den letzten 2 Jahren in der Kabine von Real Madrid passiert ist. Von Grüppchenbildung bis hin zu Diskussionen über Schlägereien, über Spieler, die sich geweigert haben, auf einer Position zu spielen oder zumindest gemeckert haben, die sich geweigert haben, sich warm zu machen, Väter, die bei Florentino Perez Dauergast sind, etc. Also wenn diese Kabine eins nicht ist, dann einfach. Und vor allem, ja, hat sich
in der Kabine von Real Madrid ein bisschen der Luxus eingeschlichen. Der Luxus, der damit mit einkommt, wenn du in 10 Jahren 6-mal die Champions League gewinnst. Ja, und die Spieler durften sich Sachen rausnehmen unter Carlo Ancelotti. Ja, und wie das immer so ist, wenn du den kleinen Finger gibst, dann gibst du denen irgendwann die ganze Hand und irgendwann hast du dann 2 solche Saisons, wie wir sie jetzt zur Zeit hatten. Und damit das stoppt, hat ein Florentino Perez die Reißlinie gezogen und hat einen José Mourinho geholt. Und viele von uns haben sich gefragt, ist José Mourinho überhaupt der Richtige? Ja, und gestern kam auf Netflix die Serie raus, Mourinho. Und da kamen gestern die ersten 3 Folgen raus. Die ersten, da ging es eher um Chelsea, Inter Mailand. Aber dann kam er auch zur Etappe von Real Madrid. Und dass es da auch erhebliche Probleme in der Kabine gab, das hat unter anderem auch ein Sami Khedira in dieser Doku gesagt. Also es gab harte Zeiten. Ja, insbesondere gab es ja damals auch harte Zeiten rund um Iker Casillas und José Mourinho. Die älteren Madridistas wissen, über was ich rede. Ja, und der Satz, der mich am meisten geschockt hat oder der mir am meisten die Augen geöffnet hat und mich am meisten an die jetzige Situation erinnert hat, ist dieser Satz von José Mourinho aus der Serie. Ich darf euch die Bilder nicht zeigen, aber hören wir uns mal an, was José Mourinho gesagt hat. Und wir hatten Casillas, den Kapitän und den größten Spieler. Real Madrid hatte einen fantastischen Kader, aber aus mentaler Sicht war es wirklich sehr schlecht. Die ersten 3 Male, als ich mit Casillas, dem Kapitän, sprach, war das Erste, was er mir sagte, ich möchte um mehr Urlaub für die Nationalspieler bitten. Das zweite Mal, als er mit mir sprach, sagte er, ich würde Sie gerne bitten, die Trainingseinheiten eine Stunde später anzusetzen, denn zu der Zeit, zu der Sie die Trainingseinheiten wollen, gibt es in Madrid viel Verkehr. Das dritte Mal, als er zu mir kam, um zu sprechen, sagte er, wir gehen nicht gerne ins Hotel. Wir ziehen es vor, uns einfach am Spieltag zu treffen und direkt zum Stadion zu fahren, um zu spielen. Und innerhalb kurzer Zeit wurde mir klar, dass sie verwöhnt sind. An was erinnert mich das bloß? Die Jungs wollten nicht im Hotel übernachten, sie wollten direkt zu den Auswärtsspielen fahren und direkt spielen. Wo haben wir das bloß letzte Saison gehört? Ja, ihr habt es selber gehört. Als ein Iker Casillas zum ersten Mal auf José Mourinho geprallt ist, war der erste Wunsch, dass die Nationalspieler ein bisschen mehr Urlaub haben wollen würden. Der zweite Wunsch war, wir würden gerne zu einer anderen Uhrzeit trainieren. Der Verkehr ist so stressig in Madrid. Oh Gott, die Armen. Nicht, dass sie mal eine halbe Stunde früher losfahren müssen. Und das dritte, bitte nicht in Hotels, wir wollen bei unseren Familien sein. Ja. Und wie José Mourinho gesagt hat, die waren verwöhnt. Ja, und dann haben wir auch gesehen, was mit einem Iker Casillas passiert ist. An dem wurde das Exempel statuiert. Der Überbringer der Nachrichten wurde mal wieder gekreuzigt, so ist das. Iker Casillas war nur noch zweite Wahl. Und damit wurde eine Nachricht an die Kabine von Real Madrid geschickt. Er hat klar gemacht, die waren verwöhnt. Und in der gleichen Situation, in der ein José Mourinho damals Real Madrid retten musste, in der gleichen Situation befindet er sich jetzt wieder. Damals hatte Real Madrid, wenn ich mich nicht täusche, 8-mal am Stück Achtelfinale der Champions League rausgeflogen. Also das waren schlimmere Zeiten als jetzt. Jetzt sind wir verwöhnter. Jetzt haben wir mal 2 Jahre keinen richtigen Erfolg gehabt. Wir haben ja UEFA Supercup oder Spanischer Supercup. So kleine Sachen haben wir ja gewonnen. Kleinere Sachen, aber die großen Pokale halt eben nicht. Ja, und Real Madrid hat damals eine Kabine mit einem Iker Casillas, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo etc. in den Griff bekommen. Ja, und ich glaube, wie gesagt, deshalb ist Florentino Perez auf José Mourinho zugegangen und hat ihm gesagt, wir brauchen dich. Er hat genau die gleiche Situation schon einmal erlebt, hat sie gelöst und jetzt mehr von dem gleichen, José Mourinho 2.0. Ja, für mich war das ein Weckruf und für mich war das der Beweis, dass José Mourinho der richtige Trainer ist für Real Madrid. Ja, ich bin gespannt, wie ihr das seht. Vielleicht habt ihr eine ganz andere Meinung. Lasst eure Meinung bitte in den Kommentaren zu diesem Schnipsel von José Mourinho. Gerne aber auch zu den neuen Trikots oder Yan Diomande. Wenn ihr schon mal da seid, seid so nett. Liked dieses Video, hype dieses Video.
Wenn du noch nicht auf Follow geklickt hast, es ist kostenlos für dich und mich unterstützt es ungemein. Also wäre nett, wenn du das machen könntest. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Also, bis dahin. À la Marie!